Das ist okay. Ich habe wieder angefangen zu laufen. Ich mache wieder Sport. Achso, ich dachte, weil du vorher irgendwie im Rollstuhl saßt. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bop, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bop 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine weitere Folge auf diesem Kanal mehr verpasst. So, ist der Wein fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Aber im Gewächshaus sind uralte Früchte fertig. Oh yeah. Da müssten auch die Bäume fertig sein. Hier kriegen wir ein Iridium-Erz, 2 sogar. Oh, Kaffee. Cool. Schön Kaffee. Ja, stimmt, immer erstmal Kaffee trinken. Kaffee. Dann ist viel zu langsam. Welches Getränk gibt dir am meisten Tempo? Triple Shot Espresso. Okay, hier ist Eichenharz. Das ist sehr gut. Ich habe Eichenharz eingesammelt. Ja, stimmt, wir wollen sogar Eichenharz. Kann man sich eine Espressomaschine hinstellen? Den Espresso musst du entweder, ich glaube, kaufen oder kann man den craften? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ey, bitte sag mir, dass man den craften kann. Dann werde ich mir nämlich 500 Stück machen. Man bewegt sich zu langsam in diesem Spiel. Ich meine, man kann ja mal in die Rezepte gucken. Sammlung. Stimmt. Das ist Bier, das ist das Ale. Das könnte der Triple Shot X. Obwohl, nee, das sieht nach Früchten aus. Ich habe den Espresso jedenfalls nicht. Met. Warte, es ist Mittwoch. Es ist doch Mittwoch. Mittwoch, meine Kerle. Piu, piu, piu. Was ist am Mittwoch? Ich fühle mich gerade irgendwie dumm. Soßen. Achso, ja, habe ich geguckt. Hummer bis aber das kann ich doch schon. Das boostet aber, glaube ich, Angeln echt gut. I don't care. Ich werde jetzt... Moment, was werde ich denn jetzt tun? Ich werde jetzt, glaube ich, nach oben mal zum Bahnhof gehen. Genau. Und da mal Bäume klein hacken. Ich folge gleich, sobald ich die Tiere gemacht habe. Ich habe nicht genug Inventarplatz für Tiere. Mist. Ungünstig. Sehr ungünstig. Ich komme halt jeden Morgen an den Fischtanks vorbei und krieg dann erstmal den ganzen Laich. Oh, stimmt, ich habe Kaviar im Inventar. Ja, schön. Den verkaufe ich. Oh, das Geile ist, ich kann ja einfach den Berg-Obelisk-Dingsbums hier, Teleport-Obelisk nehmen. Bin dann einfach direkt dabei bei Robin. Oh, stimmt, das kann man ja machen. Ich wäre jetzt wie so ein Tier wäre ich da hingegangen. Wir sind jetzt richtig mobil. Wie so ein unzivilisierter. Oh, ich glaube, ich werde unsere andere Hütte dann noch entsprechend mal einfärben. Ja. Warte mal, dann gehe ich jetzt erst zu Robin. Ja, ich gehe erst zu Robin. Alter, es gibt ja einfach... Oh Gott. Ich muss gerade das Gewächshaus entgewächsen. Abernten, meine ich damit. Ist einfach komplett voll. Alle Bäume sind voll. Alte Früchte sind da. Gott, ist das viel. Cool. Ich habe ja mir auch schon immer mal Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht gerne selber mal einen Garten haben wollen würde. Folgende Geschichte. Ich war letztes Jahr bei einem Kumpel, der hat nämlich einen Garten, hier in Berlin. Der Garten ist auch gar nicht mal so klein, mitten in der Stadt irgendwo. Hat er so eine Gartenparzelle und die ist, hat er so 2, 3 Bäume hat er da stehen und wir haben da die ganzen Mirabellen haben wir, glaube ich, geerntet. Richtig krass. Ich habe nichts mit denen gemacht, das war richtig dumm von mir eigentlich, weil ich hätte die eigentlich irgendwie einlegen können, ich hätte Schnaps draus machen können, was auch immer. Habe ich aber alles nicht gemacht, sondern ich habe es einfach quasi, ja, ich hab die schlecht werden lassen bei mir. Weil ich dann einfach gar keine Zeit mehr hatte, mich darum zu kümmern irgendwie. Das war richtig dolle dumm. Aber ich habe mir natürlich auch gedacht, weil ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, auch mit Garten und so weiter, und habe mir gedacht, ja, eigentlich bräuchte man auch irgendwie so gartenmäßig was. Kann man sich aber nicht leisten. Also es ist ja einfach unsagbar teuer. Ich habe da vor vielen Jahren schon mal irgendwie drüber nachgedacht. Aber nee. Einfach nee. Es ist zu
es ist zu, wie sagt man? Teuer? Zu teuer, genau. Und auch zu aufwendig. Aber so einen kleinen Garten irgendwie, irgendwas, worum man sich kümmern kann, wo man sich sein Zeug irgendwie anpflanzen könnte. Eigentlich hätte ich da gerne was. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich sag mal so, ich habe halt den Balkon bei uns. Ja, ich habe halt keinen Balkon, das ist halt mein Problem, ne? Ich hab ja nichts, wo ich großartig mal wenigstens im Kleinen was machen könnte. Ich könnte ein ganzes Zimmer bei mir nehmen vielleicht und das einfach komplett in den Garten umbauen. AKA wüsste gerne deinen Standort. Nein, sowas pflanze ich nicht an. Damit habe ich, obwohl dann vielleicht keine finanziellen Sorgen mehr. Das wäre vielleicht ganz gut. Hey, in Berlin ist der Absatzmarkt, glaube ich, gut. Deswegen ja. Vielleicht, ich muss mich nach dieser Folge mal kurz beschäftigen. Ich muss mich belesen. Ich muss ein paar Sprinkler kaufen. Und hier Speed Grow Dünger Dingsbums. Ich habe mal unser anderes Weinproduktionsgebäude ein bisschen hochgesetzt. Sehr gut. Ja, dann können wir da jetzt auch solche Fässer davor stellen und sehen dann auch immer, wenn da drin was fertig ist und so. Sehr gut. Die ganzen Dings, die ich vom Baum habe, jetzt Pfirsich, Orange und so weiter, soll ich da das Qualitätszeug auch verkaufen oder heben wir das alles auf? Ja, ich überlege gerade, weil jetzt, die kriegen halt jetzt mit jedem Jahr immer mehr Qualität. Standardmäßig auch. Ja. Da ist jetzt halt die Frage, wie oft brauchen wir diese Früchte? Eher quasi nie, würde ich behaupten. Ja, verkauf die. Bringt alles Money. Okay. Oder? Ich überlege gerade halt wegen dieser Key Quest und so, wenn da halt mal wieder sowas kommt wie hier. Nee, okay, lassen wir so, das mal. Ne? Ich habe ganz viele uralte Früchte, die ich jetzt irgendwie verscherbeln kann. 23 Gold, 30 Silber. Ja, eigentlich sind wir auf die normalen Früchte gar nicht so angewiesen, also die zu verkaufen, sage ich mal. Ja. So. Was noch? Das nehmen wir noch mit. Ich Aber ernte ein hier. großer Garten, wäre das was für dich? Auf keinen Fall. Ich meine, du bist ja auch Country Boy. Also definiere groß und dann werde ich dir sagen, wahrscheinlich nicht. Wo du wirklich ein bisschen Erde hast, was du umkrempeln musst und dann kannst du da deine Gurken anpflanzen. Also ich sag mal so, wenn, dann müsste der am Haus wirklich mit dran sein. Also so ein Quatsch wie, ich kaufe mir irgendwo ich miete mir irgendwo so ein Gartenstück, wo ich dann extra hinfahren muss und so ein Quatsch. Auf keinen Fall, gar kein Konzept für mich. Definitiv. Dann, ich überlege gerade, ab wann ist der zu groß? Also weil jetzt so zum Beispiel auf dem Balkon bei uns stehen ja auch sehr viele Chilis. Also was heißt sehr viele? Dieses Jahr sind eigentlich wenig sogar. Also prinzipiell auf so einen kleinen Garten hätte ich schon Bock. Mhm. Aber ja, also in so eine richtige Größe. Also zum Beispiel, ich habe ja, letzte Folge habe ich ja erzählt, bei einem Kumpel da war ich zum Schützenfest und so und da komme ich immer bei ihm und seinem Dad unter und der hat halt einen absurd riesigen Garten. Also wirklich Garten, wo der halt wirklich Zeug anpflanzt. Also es ist cool, dass der so, ne, hat der Brombeeren, dann hat der Himbeeren, dann hat er die Zwiebeln und da den Knoblauch und einen Haufen Salat und was weiß ich nicht. Und das wäre mir alles, also was er da hatte, das war mir einfach schon zu viel. Da dachte ich mir so, Junge, Alter, da bin ich, wenn ich von der Arbeit komme, nur damit beschäftigt, mich um diesen Garten zusätzlich noch zu kümmern. Ja, definitiv. Also dahingehend darf es nicht ausarten, sondern es soll ja eigentlich was sein, so hobbymäßig, wo man dann, ich will nicht sagen abschalten kann, aber halt so, es soll mir halt auch noch Spaß machen. Ja. So. Na, ich denke halt, dass so ein Garten wird ja immer irgendwie, also es ist ja immer Verpflichtung. So von der Sache definitiv. her erstmal, ne? Du bist ja trotzdem immer beschäftigt damit. Ja, deswegen, also, weiß nicht. Einfach 1 Million. Sagen mal, der Garten, also ich meine, du kennst ja unseren Balkon hier, der Garten dürfte doppelt so groß sein, vielleicht dreifach so groß. Das ist okay, ja. Also jetzt die Anbaufläche.
Sagen wir's so. Ja. Weil dann kommt ja auch noch dazu, ne, wenn du drumherum noch irgendwas machst, dann musst du ja vielleicht auch Rasen mähen und was weiß ich nicht und so. Das ist ja auch alles Arbeit, die dann da reingehört. Ja. Ja. So, das sind alles Eichenbäume. Ich habe jetzt auch 9 Zapfhähne, die ich hier mal an die Eichen noch ransetze, die Sehr jetzt gut. noch stehen. Habe schon überlegt, ob man das irgendwie klüger anpflanzen kann, aber so richtig 50 Ideen habe ich auch Holz nicht. Ach, da sind noch welche. Ja, deswegen so Garten, ja, und dieses, dass ich ein Country Boy bin, also das ist halt eher so die Sache, dass ich eher davon abgeschreckt bin. Ja. Also weil ich kenne das halt von meinem Elternhaus und so, es ist einfach nur Arbeit. Also Ja. ich verbinde das alles immer nur mit Arbeit, wenig Freizeit und das möchte ich nicht. Ja, Ich so hätte geht's schon gern Freizeit. So geht es mir tatsächlich auch teilweise, weil ich ja auch mit Garten so groß geworden bin. Und das ist viel. Die fangen jetzt an, also meine Eltern oder der Garten da wird jetzt irgendwie gerade angefangen, angefangen ist gut seit 2 Jahren oder so, dass sie da wirklich mehr anpflanzen an Büschen, an Blumen und so weiter. Ne? Also dass es halt irgendwie schön aussieht, also auch dekorativer, weil die ganzen angepflanzten Sachen, die man dann auch ernten kann, das haben die quasi komplett weggemacht. Oh, okay. Ja, dass jetzt nur noch ein Baum steht und mit Wiese da hinten. Also der Garten ist auch so ein bisschen zweigeteilt, da ist der Pavillon irgendwie noch dabei. Das klingt immer so, gerade wenn man in der Stadt wohnt, klingt das immer so krass privilegiert mit Garten und so weiter. Und das ist aber auf dem Dorf normal. Also das muss man ja auch sagen, ne? Da hat halt jeder das irgendwie, oder die meisten haben das da einfach. Ja, Das ist schon halt so. absolut nichts Besonderes. Die ganze Straße hat. Oder die ganzen Straßen haben alle irgendwie Haus mit Garten. Hätte ich wenig Bock drauf tatsächlich. Ein Haus. Oh ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kommt für mich eigentlich fast gar nicht in Frage. Nee. Der Wein ist fertig. Es ist lustig, weil auch auf diesem Schützenfest, beziehungsweise an den Abenden so danach, wenn man so dann zusammen sitzt und so, habe ich mich Ja. auch mit einem Kumpel unterhalten, die haben halt auch so ein super altes Haus. Ja. Fachwerk und alles haben die sich halt gekauft und sind jetzt dabei, das alles so quasi zu sanieren, renovieren und alles. Und ich denke mir so, Alter, im Leben nicht. Also, da können mir die Leute auch 1000-mal sagen, ja, es ist ja dann aber deins und du kannst ja dann da machen, was du willst. Und ich denke mir Ja, so, aber Alter, man muss auch nee. machen. Du bist ja Ja, nur richtig. beschäftigt mit dem Scheißding. Und es kostet so viel Geld. Ja, Geld und vor allem Zeit. Also Ja. bei mir ist es echt so, dass ich nicht gewillt bin, so viel Zeit da rein zu investieren. Absolut einfach. nicht. Absolut nicht. Mir geht's einfach darum, dass ich auch einfach, wenn ich möchte, Freizeit haben will. Ja. Und das ist halt mit Haus und Hof und so, ist das für gewöhnlich nicht so Drinkowski, Baby Doll. Das stimmt. Und deswegen ist das für mich eigentlich auch nicht. Ja, dann sagen mal viele, oh ja, und du investierst ja in die Immobilie und bla bla bla. Und ich denke mir so, sorry, aber so denke ich nicht. Nee. Und gerade Also- wenn man danach geht, irgendwie, wenn man dann irgendwie schon sagt, so Zeit wäre Geld und so weiter, ne? Obwohl ich den Spruch eigentlich auch nicht mag, aber dann investierst du ja unglaublich viel Zeit und Geld in das Haus, nur Ja. um dann am Ende das irgendwie zu verkaufen, obwohl du das Geld auch hättest gleich irgendwie sparen können. Ja. Und dann gibst du es halt erst gar nicht aus. Ja, ist irgendwie, keine Ahnung. Ein Kumpel hat auch mal so gesagt, so eigentlich, wenn du ein Haus baust, du baust es eigentlich gar nicht für dich, du baust es für Nee. die nächste Generation. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, muss ja nicht sein. Nee. Sollen die doch ihr eigenes Haus bauen, die nächste Generation. Ja, vor allem ist das auch einfach eine Verantwortung, die du damit abgibst, ne? Also oder aufträgst, besser gesagt. Oh, 1:20 Uhr. Wann sind die Tage hier so kurz? Ich fand, dass ich jetzt heute voll viel geschafft habe. Haben wir voll viel geschafft. Also ich meine, ich konnte jetzt sieben solche Fässer hier wieder herstellen. Ja. Ah, wir haben ja noch einen Tag. Ja, Wir haben ja auch noch einen Tag.
So, mal wir müssen hier. eigentlich auch ein bisschen was verkauft haben. Ja. Ja, hast du Eichensamen verkauft? Das weiß ich nicht. Eine vielleicht. Ja, oder 20. 20? Ich weiß Oder nicht. ist eine 20 wert? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ich glaube, ich habe nur eine verkauft. Achso, nee, eine zum Glück. Ja, stimmt. Ja, die hätten wir gut gebrauchen können, weil wir brauchen ja Eichenharz. Ja, ist ja richtig. Aber es ist halt auch einfach nur so eine. So. Ja, geht schon. So, was steht denn hier sonst so noch auf meinem Themenzettel? Ach, siehst du, was ich noch rausgefunden habe. Durch dieses, ne, ich habe ja in der letzten Folge erzählt hier mit den, achso, warte mal, ich kann mich ja mal hier meinem Kind mal ein bisschen nähern, okay. Das ist jetzt nämlich aus der Krippe hier, aus der Kinderkrippe raus. Ah, sehr gut. Und zwar in diesem Safe-Game Auskunft gebenden Ding. Ne? Da stand zum Beispiel auch drin, dass ich speziell, oder vielleicht auch wir beide, hallo Abigail, ich habe leider nichts Cooles für dich. Obwohl doch, ich habe so eine Truhe, wo ich ja coole Sachen für sie aufbewahre. Zum Beispiel Smaragde. Da stand, dass ich die Geheimnotizen, warte, das sind diese hier, die Geheimnotiz 16 habe ich noch nicht abgearbeitet, die 17 habe ich nicht abgearbeitet und die 21, Moment, da. Deswegen möchte ich heute mal zeigen, was die so machen. Geheimnotiz Nummer 16, achso, falls du mitkommst, obwohl ich weiß gar nicht, ob das zu zweit geht. Im Moment sind hier die... Hey, hast du die uralten Früchte nicht nachgefüllt? Nein, noch nicht. Hatte ich keine Zeit mehr zu. Na gut. Dann mache ich das jetzt wohl. Ich kann das auch machen. Ich hab Und die Zeit jetzt. zeig den Leuten jetzt nicht, wie die... Ja, ich kann das machen. Naja, jetzt bin ich schon dabei. Okay. Ja, aber deswegen dieses Safe Game Editor Dingsbums. Es fühlt sich so ein bisschen nach Cheaten an. So, dass ich da so diese Informationen gesehen habe. Aber speziell mit den goldenen Walnüssen fand ich das okay. Ach ja, wir haben ja gesagt, wir verkaufen jetzt die Trüffel immer, ne? Ja, würde ich machen. Also außer wir brauchen mal irgendwie Trüffelöl, dann Nee. kann man das ja auch ein bisschen pressen. Oha, ey, da wird so viel Wein rauskommen. Ja. Also so viel wie immer. Ja. Und das finde ich gut. So, jetzt hier beim zweiten auch gleich noch. Siehst du, dann kann ich die hier gleich noch davor stellen. Bam. Oha, hier ist auch ganz schön viel Wein fertig. Wo? In dem anderen? Ja, Ja, müsste neben, ja, weil neben dem Gewächshaus. zeitlich haben wir es ja. Relativ zeitgleich, ja. Ja. Kann ich auch gleich die neuen Fässer hier schon aufstellen? Na gut, waren jetzt nicht so viele. Ansonsten, was kann ich Ihnen noch hier erzählen? Butch, hast du gerade noch was zu erzählen? Weil ich kann gerade meinen Themenzettel nicht umdrehen. Das ist okay. Ich habe wieder angefangen zu laufen. Ich mache wieder Sport. Weil du, achso, ich dachte, weil du vorher irgendwie im Rollstuhl saßt. Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich habe wieder angefangen zu laufen. Und es war auch richtig schlau von mir, weil ich habe in der Woche vor meinem Urlaub angefangen zu laufen. Und dann war ich ja im Urlaub und es hat halt nur geregnet. Und dann saß ich halt 2 Wochen wieder rum und habe mir gedacht, ja, geil. Ey, stimmt, können wir uns mal über das Wetter unterhalten? Ja, ich muss aber erst noch angeben, weil ich jetzt auch noch sagen mach. kann, dass ich die letzten 2 Tage, also inklusive heute, wieder laufen war. Heute wäre ich beinahe verreckt dabei. Aber ich hab's gemacht. So. Geil. Und das sage ich einfach nur, um mir selber auf die Schultern zu klopfen. So richtiges Ego-Wichsen einfach. Zapfhähne wollte ich doch noch herstellen. Hier. Einen. Achso, weil wir wahrscheinlich keine Kupferbarren mehr... Nee, wir haben kein Holz. Oha. Was ist denn hier los? Ja, wir haben halt einfach gar kein Holz, weil wir nur noch Hartholz irgendwie absäbeln. Naja, und weil wir das Holz halt verbrauchen für die ganzen Fässer und so. Okay. Na gut, aber ich will ja sowieso jetzt gerade nach oben.
Obwohl, warte mal, dann kann ich ja vom Kiefernteer, von den Kiefern einfach die Zapfhähne hier noch abnehmen. Haben wir noch ein paar mehr. Genau, weil Geheimnotiz Nummer 16 ist eine Schatzkarte. Und Brauchst du meine Hilfe? ist nicht unbedingt. Und es handelt sich dabei tatsächlich um einen echten Schatz. Okay, jetzt will ich aber Also, wirklich weil- mitkommen. Na, weil, also du wirst halt, dann warte ich hier oben am Bahnhof einfach Okay. mal. Komm. Oh, hier ist noch ein Zapfhahn an einem falschen Baum. Bam, 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 bam. Honig ist fertig. Geil. Wir mögen Verkaufen Honig. wir den? Alter, ich hab übrigens, während ich diese Bronchitis hatte, so viel Honig zu mir genommen. Also einfach weil Tee mit Honig und Ja. Milch, warme Milch mit Honig und was weiß ich nicht. Ich bin ja gar nicht so ein Honig-Fan. Ich bin da mehr auf der Agavendicksaft-Seite. Ah, okay. Oder wie Markus Lanz sagt, Guavendicksaft. Guavendicksaft. Ja, Guaven. Guavendicksaft trinke ich auch mal ganz gern. Gibt's doch gar nicht. Hä, pinke Guave. Guave? Guavensaft? Ja, Guavensaft, aber nicht Guavendicksaft, glaube ich. Naja, nee. Also, ist dann halt dicker Saft. Naja, das war irgendwie ganz witzig. Ich komm. Wo bist du? Ja, ich oben beim Bahnhof. Ich bringe hier gerade noch ein paar Zapfhähne an. Weil wir brauchen Eichenharz. Eichenharz. So. Hi, Linus. Weg mit dir, Linus. Ich komm. Da bin ich. So, Ach. warte. So. Und warte, ja, okay. Und zwar, genau, diese Geheimnotiz, die führt uns nach hier ganz links oben. Und wenn ich jetzt hier buddle, kommt da ein Wow. Schatz raus. Also, Das war ein echt ein Schatz. wirklicher Schatz. Versuch du mal jetzt auch mal, oder guck dir mal die Geheimnotiz an und buddel du denn mal auch mal da. Mich würde mal Welche interessieren, Nummer ob war das 16. Oh, ich musste erst mal niesen. Weil das Okay. würde mich mal interessieren, ob das nur für den Spielstand gilt oder für alle So, halt. Spielis. Achso. Muss ich Nee, Hacke. Noch ein Schatz. Oh, tatsächlich, krass. Also geht das für jeden Spieler. Anscheinend. Für jedes Spieli. Hallo, Bastion. Was geht? Kann ich Wie dir kommt irgendwas man jetzt schenken? wieder zu? Mit der Spitzhacke. Genau. Ah. Ich könnte mal die ganzen Bäume hier noch. Nee, kann ich nicht. Ich kann die nicht wie sagt man? Anhitten. Ja, weil es ja dann noch Eicheln Geht ja nicht, abwerfen weil die halt schon die sind schon Zapfhähne groß. dran Ja. sind. Hm. Dann brauchen wir vielleicht einen Eichenbaum, wo wir das machen können? Oder eine Eichenbaumreihe, wo wir... Warte mal, hier ist noch ein Ahorn. Deswegen, das ist kein Eichenbaum. Komm weg. Wollte ich doch gerade sagen, wollte gerade anfangen zu meckern. Au. Ja, sobald man den Zapfhahn abgenommen hat, kann man an dem Ding wackeln. Ja. Boah. Naja, dann. Was machen wir eigentlich mit der Schatzkiste? Ich glaube, Piratenhut haben wir uns schon genäht, oder? Ja. Dann. Verkaufen? Ja. Cool. Müsste sogar einiges an Geld bringen. 5000 waren das doch nur. Echt? Oh. War das nicht irgendwie so relativ wenig sogar? Ich pack mal meine rein und dann können wir es ja sehen. So, weiß noch irgendwas bei den Tieren? Eventuell gibt es noch einen Trüffel? Nee. Irgendwie lassen hier die Eichen keine Eicheln fallen. Schade. Naja. Wir brauchen mehr Schweine. Wir haben zu wenig Trüffeln. Achso, hier, Secret Note Nummer 17 wollte ich ja auch noch machen. Ja. Was war denn das? Achso, hier drüben. Das ist der Fluss, der hier von dem Bergsee abgeht und am Jojamarkt vorbei fließt. Genau, da drüben sieht man es hier schon in meinem Screen. Okay, ich komme rüber. Da muss man auch buddeln. Ist allerdings nicht so spektakulär wie jetzt der Schatz am Bahnhof.
Haben wir 35 Kupfererz? Bestimmt. Clint. Kann man ja mal annehmen. So, also ich buddel jetzt schon mal, ne? Bam. Ich hab dich gehört. Oh, tatsächlich? Moment, haben wir das Ding noch gar nicht zu Gunther gebracht? Moment. Achso, Oh. musst eventuell mit der Spitzhacke musst du es vielleicht nochmal umbuddeln. Achso, da oben. Ja. Habe ich jetzt nicht zurückgebuddelt. Ist okay. Nee, ich hab es anscheinend schon. Kam nicht Okay. raus. Na, oder es ist halt so, dass es nur pro Spielstand quasi geht. Oh, apropos. Ich glaube, wir können einen neuen Stein-Junimo holen. Weil immer am 2. Frühling ist das ja. Stimmt. Oh, gibt so viel zu tun. Demetrius, was geht? Frohes Neues. Kann man am 4. schon noch sagen, oder? Am 4. geht das. Wie lange kann man frohes Neues wünschen? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich überlege gerade. Also könnte sein, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Meine Meinung ist so, eigentlich, solange du die Person in dem Jahr noch nicht gesehen hast. Bin ich nämlich auch der Meinung. Ich habe das... Stein Junimo. Nee, den kann man nur einmal pro Spielstand. Also ich krieg... Also... Gut. Krieg halt nix. Ich glaube, ich habe letztens erst jemandem noch frohes Neues gewünscht. Weil wir uns noch Wenn gar du nicht ihn- gesehen hatten Wenn du ihn dieses dieses Jahr. Jahr noch nicht gesehen hast, dann Ja, deswegen. warum nicht? Mit dem Schwert. Na klar, mit dem Schwert, hä? Muss doch Dominanz zeigen. So, ich muss noch ganz schnell Kaffee trinken, weil ich möchte gern ein bisschen schneller sein, auch wenn mir das immer zu lange dauert mit dem Kaffee trinken. Achso, was waren jetzt hier noch? Secret Note 21. Kupfererz. Äh, Ich brauche Kupfer. Achso, das kann ich mal machen. Oh, das ist aber riskant. Da gehe ich erstmal vorher noch auf den Hof schnell zurück und hole mir mein Pferdchen. Weiß gar nicht, warum ich eben doch gar nicht mit meinem Pferdchen geritten bin. Warum ich mich gar nicht teleportiert habe. Was ist hier eigentlich los? Warum Weiß nimmst du ich eigentlich auch nicht dein Pferd? Weil ich erst bis ganz nach hinten laufen müsste, um dann wieder nach vorne zu laufen. Na, dann Ich hätte morgens schon mein Pferd mitnehmen müssen. wahrscheinlich, ja. So, ich hoffe, Clint ist im Saloon. Servus. Frohes Neues. Servus, Erdnuss. Hä? Warte mal, Clint. Was denn? Ach, scheiße, ich muss das erst noch sammeln. Oh, Mann. Ach so, ja, stimmt. Du kannst das gar nicht einfach so rausnehmen. Du musst es wirklich richtig sammeln. Ich hab nicht hingeguckt. Jetzt habe ich ihm einfach so Kupfererz ins Gesicht geworfen und er hat gesagt, er wäre deprimiert. Oh, anscheinend Wow. mag er das nicht so. Nein, Ja, anscheinend aber mag er dann das wirklich. schnapp dir mal dein Pferd. Moment. Dann können wir nämlich mal die Secret Note 21 noch abhandeln. Warum ist in diesem Lagerhaus immer etwas fertig, wenn man da reingeht? Weil du immer was reinstoppst. Ja, okay. So, Pferd. Hier, jetzt kannst du Dankeschön. aufhören rumzuheilen. Na, okay. Ich höre. So, los geht's. Ja! So, Secret Note 21 hier sagt uns ja, dass wir um, ich glaube, 1:40 Uhr oder so, warte, ich kann gleich nochmal drauf gucken, sollen wir an einer ganz speziellen Stelle sein. Okay. So, ja. Aber wo? Um Ich kann dir 1:40 die Stelle schon mal Uhr. zeigen. Genau. Ja, warte, wir können hier mal unsere Pferdchen parken. So, warte. Und zwar Secret Note 21. Da ist es. Um 0:40 Uhr. Oh. Na gut, dann gehen wir wohl wieder. Ja, Oh, warte, wir können ja hier nochmal gucken. Was gibt es hier? Schnaps aus Kartoffeln, 100 Knoblauch. Dann lieber den Schnaps aus Kartoffeln. oh Gott, echt diese Kartoffelkacke. Das dauert auch voll lange. Hä, wieso? Wir müssen nee, nur Kartoffeln in Fässer schmeißen. Achso. Dann müssen wir aber Kartoffeln auch
Ich glaube, wir haben noch Kartoffeln. Ach so, Glaube ich. das wäre natürlich am besten. Oh, das wird knapp. Ja, schaffe ich nicht. Das wird richtig knapp. Ich hoffe, ich schaff's auf den Hof. Ja. Oh, ich habe es gerade so noch ins Haus geschafft. Ich schlafe hinterm Pferdestall. Das ist so mein Ding. Ja. Und euer Ding ist hoffentlich dieses Let's Play, weil wenn ihr das mögt, könnt ihr einfach ein Like da lassen, ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nämlich auch die nächste Folge nicht. Nächsten Freitag geht's hier nämlich weiter. Womit, Bob? Was machen wir nächsten Freitag? Nächsten Freitag, weil es ist Freitag, meine Kerle und Kerlinnen, gehen wir natürlich zu Krobus und holen uns wieder Sprinkler. Sehr gut. Apropos KerlInnen, hast du die Jugendwörter des Jahres wurden wieder vorgestellt. Die Top 10. Ja. Lass uns darüber nächstes Mal einfach mal reden. Alles klar. Lass uns mit diesen Wörtern das nächste Mal reden. Oh mein Gott. Hey. Okay. Gut, ja, sprechen wir nächste Woche drüber. Wer es noch nicht gesehen hat, Susanne Daubner hat mal wieder ganz glorios vorgetragen. Ja, freuen wir uns drauf, wird ein gutes Thema. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Habt eine gute Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein und dann sehen wir uns hier. Haut rein. Tschüss.